Assassin's Creed Gold, Folge 1, Story-Zusammenfassung auf Deutsch. Wir lernen sie auf den Straßen Londons kennen. Aliyah Kahn, eine junge Trickbetrügerin, die gerade dabei ist, Leute abzuzocken mit dem Hütchenspiel. Ein wohlhabender Mann ist überzeugt davon zu wissen, unter welchem Hut jetzt der Ball ist und wettet 100 Pfund. Aliyah hat natürlich gewonnen und der Mann wird etwas sauer, bezeichnet sie als Betrügerin und sie muss fliehen. Weil Aliyah eher spontan ist, flieht sie in eine Sackgasse und kommt dann am Ende in einer Mülltonne unter. In dieser Tonne geht's ihr nicht so gut, denn sie hat anscheinend Klaustrophobie. Sie hat die ganze Zeit Angst, will da raus und redet sich immer ein, es ist nur Dunkelheit, es ist nur Dunkelheit. Das wird später noch sehr wichtig. Einige Leute folgen ihr. Ein Hund ist scheinbar auch dabei, doch sie finden sie nicht, weil sie eben in einer Mülltonne ist. Irgendjemand hat wohl sogar Hundekot darin abgeladen, was sie ganz schön eklig findet. Etwas bedrückt geht Aliyah heim. Dabei merken wir, dass sie sehr großzügig ist. Sie kommt an einem Obdachlosen vorbei, der sie um ein paar Cent bittet und gibt ihm wohl eine große Menge Geld. Ich bin gespannt, ob diese Charaktereigenschaft irgendwann noch wichtig wird. Daheim angekommen, erlebt man sie beim Videospiele spielen. Ihre Mitbewohnerin Bianca kommt ins Zimmer rein und möchte Geld haben. Geld für ihren Vater, was Aliyah Bianca schon seit 6 Monaten und mehr schuldet. Bianca sagt, wenn du das Geld nicht hast, dann sind wir bald obdachlos. In dem Haus, in dem ich geboren wurde, muss ich sonst raus. Aliyah überlegt sich also, wie kann ich mir Geld besorgen? Und da sie Trickbetrügerin ist, geht sie in ein Casino. Das Casino ist sehr schmierig und wirkt wie eine Untergrundorganisation. Die erste Runde am Pokertisch läuft sehr, sehr gut für sie. Das ist ja kein Wunder, denn sie ist eigentlich hauptberufliche Trickbetrügerin. Nach der guten Runde kommt eine neue Person an den Tisch. Aliyah ist etwas verwundert, wer das denn sein könnte, denn er weiß scheinbar alles über sie. Im Gespräch erzählt ihr, wie sie heißt, was sie beruflich gemacht hat, an welcher Schule sie war und weiß sogar, was sie auf der Hand hat. Und dann geht er all in und Aliyah muss leider aussteigen, weil sie halt so unsicher ist, weil dieser Mann alles über sie weiß. Sie verliert einiges an Geld an ihn und wollte ja eigentlich das Geld für Biancas Vater besorgen. Jetzt hat sie ein Problem und verfolgt den Mann, denn der steigt einfach sofort aus. Am Auto von ihm kann sie ihn dann noch abfangen und sagt, hey Arsch, wer bist du? Und er sagt, hey, ich bin Gavin Banks. Was sie auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, ist, dass wir Gavin Banks bereits kennen. Er war mal der Anführer der Bruderschaft der Assassinen, hat mit Assassinen um den gesamten Globus herum gearbeitet und war auf einem Schiff namens Altair 2 stationiert. Das weiß Aliyah aber eigentlich noch gar nicht. Im Gespräch bietet Mr. Banks ihr an, ihre Schulden für sie zu begleichen, denn er weiß natürlich auch, dass sie hohe Schulden hat. Sie war nämlich mit einem Krypto-Startup unterwegs und hat damit leider sehr, sehr viel Geld verloren. Also Leute, Finger weg von Kryptos. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass sie für ihn arbeitet. Er gibt ihr also eine Adresse, an der sie sich dann morgen melden soll. Und nach einigem Hin und Her geht sie dann doch dahin am nächsten Tag. Für sie relativ früh. Und sie ist erstmal überwältigt von der Atmosphäre des Gebäudes. Das strahlt eine gewisse Professionalität aus und sie fragt erstmal, ob die was mit Abstergo zu tun haben. Aber sie erfährt direkt im Gespräch von der Assistentin von Mr. Banks, dass sie Abstergo echt hasst. Überwältigt von allem stellt sie halt etliche Fragen. Was ist das hier? Was soll ich hier? Und die Assistentin von Mr. Banks sagt nur genervt, du bist ja so wie dieser Sean. Und damit ist wahrscheinlich Sean Hastings gemeint, einem Assassinen der Gegenwart, der 2010 der Bruderschaft beitrat. Auch das weiß Aliyah zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Sie wird dann zu einem Animus geführt und überredet, eine Aufgabe zu übernehmen. Ihre Aufgabe ist es nämlich, im Animus eine Münze zu finden und auf dieser Münze ist eine Prägung. Diese Prägung soll sie dann Mr. Banks mitteilen, also er möchte wissen, was da drauf ist. Und nach einigem Hin und Her hat sie dann tatsächlich akzeptiert, die Nadel in sich hineinstecken zu lassen, die zur Synchronisierung eben notwendig ist und taucht ein in den Animus. Das erste Mal im Animus ist sie sehr panisch. Alles ist laut, überall Pferde wiehern. Die Straßen, Leute, die sie anschreien. Sie ist inmitten von Trubel und das Schlimmste ist, sie sieht einfach gar nichts. Sie ist blind und denkt erstmal, hey, das liegt wahrscheinlich am Animus, aber irgendwie ist ihr Vorfahre, Omar Khalid, sehr geschickt. Aber sie versteht das nicht, sie schreit, hey, ich will raus hier. Auf gar keinen Fall möchte sie noch in diesem Animus bleiben und kommt dann wieder raus, wird in die Gegenwart zurückgeholt und dort wird dann ihr nochmal in Ruhe erklärt, hey, dein Vorfahre, der war blind. Der ist aber auch sehr geschickt und deswegen bist du dann auch sehr geschickt im Blindsein. Der hat sehr viel bessere Sinne, als man es sich erträumen kann. So ein bisschen wie Daredevil wahrscheinlich. Ihr wurde also die Panik genommen und dann ging es wieder ab in den Animus. Als Omar Khalid, Aliyahs Vorfahre,
Der war nämlich auf dem Weg zu Isaac Newton. An der Tür angekommen, wurde er erstmal abgewiesen vom Butler. Der meinte so, nee, du kommst hier auf keinen Fall rein. Aber Omar meinte, hey, ich bin im Auftrag des Königs unterwegs und muss unbedingt hineingebeten werden. Lässt du mich nicht rein, widersprichst du dem König. Davon überzeugt, lässt der Butler ihn dann doch rein und sie gehen dann gemeinsam zu Isaac Newton in den Keller. Wir lernen ihn als sehr verstreuten Mann kennen. Erstmal geht irgendwas bei einem Experiment schief, aber dann wirkt er auch noch sehr bestimmt. Er will zunächst Omar abweisen. Er sagt, hey, du nervst mich hier, geh doch einfach bitte wieder. Ich brauche jetzt niemanden, der hier bei mir ist. Aber er lässt sich tatsächlich überreden, als der Assassine ihm dann eben beweist, dass er doch von einigem Wert ist, nämlich ein geschickter Alchemist. Was er dadurch zeigt, dass Isaac Newton ein Experiment ein wenig schief geht und Omar kann genau benennen, was schiefgegangen ist, obwohl er blind ist. Und das hat Isaac Newton sehr beeindruckt. Newton lädt Omar also ein, sein Gehilfe zu sein und bei ihm zu bleiben. Mit dominanter Bestimmtheit sagt er dann dem Butler, hey, mach mal einen Raum fertig für meinen lieben Omar. Der Butler will sich erst noch dagegen sträuben, was irgendwie eine komische Reaktion ist. Er sagt, ist er nicht besser im Raum der Gehilfen aufgehoben? Aber nein, er sagt, Omar kriegt einen eigenen Raum. Plötzlich klopft es an der Tür. Jemand sagt, hey, ich muss unbedingt zu Isaac Newton, schnell. Und wir hören im Hintergrund, dass Augustus gefunden wurde. Zu dem Zeitpunkt können wir nur ahnen, dass es sich wahrscheinlich um jemand Bösen handeln muss, aber mehr wissen wir auch nicht. Newton erzählt uns dann auf dem Weg dorthin, wir sind nämlich mit dabei, dass Augustus wohl gefälschte Münzen herstellt und für ganz viel Chaos in London verantwortlich ist. Das London des 17. Jahrhunderts war ja nicht gerade für viel Frieden bekannt und Augustus scheint da für noch mehr Unruhen zu sorgen. Wir erfahren, dass er wohl in einer Fabrik gefunden wurde. Isaac Newton ist dann mit einigen Truppen da, aber auch mit dem Assassinen Omar Khalid und das Gebäude wird umstellt, sie stürmen rein und scheinbar ist da niemand. Aber da Khalid ja so gute Sinne hat, da er wirklich so viel merkt, was andere Leute nicht merken, nimmt er wahr, da ist noch eine Person und sie gehen zu dieser Person hin, sie jagen sie und die Person sagt, hey, ich bin Augustus. Aber das wirkt nicht so, denn Augustus sollte irgendwie wie ein Gangsterboss rüberkommen und diese Person wirkt eigentlich mehr ängstlich als alles andere. Man hört auf einmal ein Ticken, Tick, Tack, Tick, Tack. Die Ereignisse überschlagen sich, ein lauter Knall, grelles Fiepen und aus. Das war Folge 1 von Assassin's Creed Gold. Ich hoffe, die Zusammenfassung hat euch gefallen. Im Original geht die erste Folge 35 Minuten. Ich habe sie auf Englisch gehört und weiß zu diesem Zeitpunkt nicht, ob sie auf Deutsch überhaupt verfügbar ist. Gebt mir gerne Feedback in den Kommentaren, ob ihr sowas öfter sehen möchtet, ob ihr sowas öfter hören möchtet. Und dann mache ich vielleicht auch zu den folgenden Folgen noch ein paar kleine Zusammenfassungen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Frag und gern die Glocke abonnieren. Ciao Leute.